Hi zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Im Video heute zeige ich euch ein paar Winter-Doodle-Ideen. Ich habe nämlich vor, mein Bullet Journal Setup für Januar ein bisschen winterlich zu gestalten und ich dachte, ihr vielleicht auch, und da kommen so ein paar Winter-Doodle-Ideen ja ganz gelegen. Falls ihr noch ein paar Weihnachts-Doodle-Ideen braucht, habe ich euch mein Doodle-Ideen-Video von vor 5 Wochen in der Videobeschreibung verlinkt. Meine erste der Winter-Doodle-Ideen sind Fäustlinge. Ich habe ja so eine Hassliebe für Fäustlinge. Inzwischen habe ich welche zum Snowboarden, weil die, wie ich finde, einfach viel wärmer sind als normale Handschuhe mit Fingern. Aber das Problem mit den Dingern ist, dass man einfach nichts mehr machen kann. Man kann nicht mal einen Reißverschluss zumachen, ohne gleich einen Wutanfall zu bekommen. Also zumindest ist das bei mir so. Meine zweite der Winter-Doodle-Ideen ist ein Igloo. Die Linien für die Eisklötze sind ein bisschen schief geworden, aber immerhin erkennt man noch, was es sein soll. Als Kind wollte ich immer ein Igloo bauen, weil ich allgemein Höhlen immer richtig cool fand. Und dann habe ich Tupperdosen von meiner Mom genommen, da Schnee reingefüllt und festgedrückt, damit es was Ähnliches wie ein Baustein aus Eis gibt. Leider war nie genug Schnee bei uns im Garten, dass es für ein ganzes Igloo gereicht hätte, aber meine Geduld hat irgendwann auch nachgelassen. Wo ich auch mal gern hin will, ist so ein Hotel komplett aus Schnee und Eis, aber leider sind die ja mega teuer. War jemand von euch schon mal in so einem Hotel? Ich hätte auch irgendwie ein bisschen Angst, dass es da so kalt ist, dass ich nicht schlafen könnte. Ich weiß, man bekommt da super viele dicke und warme Sachen zum Schlafen, aber trotzdem stelle ich mir das sehr kalt vor. Auch Schlittschuhe konnte ich bei meinen Winter-Doodle-Ideen nicht weglassen. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da war Schlittschuhlaufen immer voll das Highlight. Teilweise sind immer ein paar Mädels sogar in der Mittagspause in die Stadt gefahren, um auf der Schlittschuhbahn auf dem Weihnachtsmarkt Zeit zu verbringen. Ich fand das auch immer total cool, aber inzwischen finde ich es irgendwie nach 15 Minuten langweilig, weil man doch irgendwie nur im Kreis fährt und Leuten ausweichen muss, die es mal wieder hingehauen hat. Ein Traum von mir ist es, mal zur Weihnachtszeit in New York zu sein und im Central Park Schlittschuhlaufen zu gehen. Aber mal schauen, ob das jemals passiert. New York zu Weihnachten ist ja nicht gerade was für arme Leute. Ich hoffe, euch haben meine Winter-Doodle-Ideen gefallen und ich würde mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Seid gespannt auf mein Januar Bullet Journal Setup nächste Woche. Ich bin super happy damit, wie es geworden ist, und ich hoffe, dass es euch auch gefallen wird. Bis zum nächsten Mal.